Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute bringe ich euch ein unglaublich leckeres Rezept mit Chicken Waffles. Dieses Rezept ist ein absoluter Klassiker aus den USA und hat aber auch hier bei uns in den letzten Jahren immer mehr Fans gewonnen. Und das ist jetzt meine eigene Interpretation. Yeah. Was ihr alles für dieses Rezept braucht, das seht ihr logischerweise alles im Laufe dieses Videos. Alternativ könnt ihr natürlich unten in der Beschreibung unter diesem Video den Link anklicken, dann kommt ihr auf unseren Foodblog kochhelden.tv und dort könnt ihr euch das Rezept nochmal sauber ausdrucken. So, jetzt lasst uns aber starten. Zuerst marinieren wir die Hähnchenschenkel und zwar über Nacht. Ich habe das jetzt gestern schon mal gemacht. Da kommt Buttermilch rein zusammen mit Salz, Paprikapulver, Knoblauchpulver, ein bisschen Zitrone und Ahornsirup. Wie gesagt, das habe ich gestern schon gemacht. Das sieht so aus und am nächsten Tag könnt ihr gleich sofort mit den Waffeln starten. Normalerweise macht man dieses Rezept mit süßen Waffeln. Ich habe jetzt aber einen ganz besonderen Twist für euch. Wir machen herzhafte Käsewaffeln mit einer super leckeren Spicy Soße. Das verspreche ich euch. So, zurück zu den Waffeln. Wir legen los. Dafür erwärmt ihr Butter auf Zimmertemperatur und rührt sie zusammen mit einem halben Teelöffel Salz, einer Prise gemahlenen Pfeffer, einer Prise gemahlenen Muskatnuss, 5 Eiern, 200 Gramm Dinkelmehl Typ 630, 2 Teelöffel Backpulver, 50 Gramm geriebenen Käse, ich habe hier Cheddar im Block genommen, 2 Esslöffel gemischte Kräuter und 3 Esslöffel Milch zusammen. Und das Ganze zu einem fließenden Teig. Das Waffeleisen habe ich in der Zwischenzeit jetzt schon mal vorgeheizt und das fetten wir jetzt ein bisschen aus. Das machen wir hier mit Butterschmalz. Ihr könnt aber auch geschmacksneutrales Öl nehmen. Das funktioniert auch gut. Ausfetten von so einem Waffeleisen ist anzuraten, da ganz ehrlich, sonst bleibt halt der Teig hier drinnen kleben. So, und jetzt ist es Zeit, unser Waffeleisen zu befüllen. Wir geben unseren Teig hier portionsweise rein. Also ich sag mal, flüssiger Teig ist relativ, es ist eher dickflüssig. Wie lange das jetzt dauert, ist von Waffeleisen zu Waffeleisen unterschiedlich. Es hilft immer so nach 3 Minuten, 3,5 Minuten einfach mal reinzuschauen. Das Gericht entstand übrigens im 19. Jahrhundert in den USA, als die Sklaven in den Südstaaten ihre eigene Interpretation des traditionellen englischen Frühstücks kreierten. Jetzt sind ungefähr 5 Minuten rum und unsere Waffeln sehen wirklich fantastisch aus. Die holen wir jetzt raus. Ich nehme hier so einen Teigschaber. Oh, das heiß, lecker, wie fett. So. Mein Waffeleisen macht gleich 2 auf einmal. Mal gucken, ob die auch schon fertig sind. Boah, die sehen auch schon gut aus. Die nehmen wir auch schon raus. Und während wir hier jetzt die Waffeln rausnehmen, können wir schon mal unser Frittierfett für die Hähnchenteile anschalten und auf Temperatur bringen. Ich zeige euch gleich noch ein paar Frittiertricks. Ist ja nicht ganz so einfach. Unser alter Kumpel KSK sagt ja immer, heißes Öl ist heiß und das ist gefährlich. Deswegen gleich die Tipps. Während unser Frittierfett jetzt hier erhitzt, habe ich mir eine Panierstraße aufgebaut. Die besteht aus Mehl, Ei, verquirltes Ei logischerweise und etwas Panko. Wir holen uns die Hähnchen hier raus. Wer sich jetzt fragt, was Panko ist, also ist ganz einfach. Panko ist eine besondere Art von Paniermehl, das aus kurz gebackenem Brot gemacht wird. Es ist besonders knusprig und etwas grobkörniger als traditionelles Paniermehl, was es halt einfach auch zu einer besonderen Wahl für die Frittiervorgänge macht. So, bei den Hähnchenteilen habe ich Polofino genommen. Da sind schon die Knochen weg bei den Hähnchenteilen. Das ist ziemlich gut zum Frittieren. Die eignen sich hervorragend zum Kurzbraten. So, jetzt, wenn wir unser Hähnchen hier paniert haben und einmal durch die Panierstraße gezogen haben, geben wir es ins heiße Ölbad. Am besten mit einer Zange, dann verbrennt er euch nicht. Und wenn ihr Chicken Waffles zu Hause machen möchtet, dann ist es natürlich wichtig, das Hähnchen hier richtig zu braten. Und deswegen gibt es jetzt hier ein paar Frittiertipps von mir. So, Tipp Nummer 1, das Hähnchen ungefähr 3 Minuten brutzeln lassen. Ihr legt euch einen Teller hin mit einem Küchengräb, damit das Fett abtupft. Jetzt holen wir hier mal den ersten Kollegen schon mal raus.
Oh, der sieht gut aus. So, ein weiterer Tipp ist, verwendet das richtige Öl. Es gibt extra Frittierfette, die einen sehr hohen Rauchpunkt haben, zum Beispiel Sonnenblumenöl oder Rapsöl. Diese Öle eignen sich besonders gut zum Frittieren, da sie nicht verbrennen und das Hähnchen eine sehr schöne goldene Kruste bekommt. Tipp Nummer 2. Kontrolliert immer die Temperatur eures Öls. Stellt sicher, dass das Öl die richtige Temperatur hat, bevor du das Hähnchen hineingibst. Das könnt ihr zum Beispiel mit einer Probe machen, indem ihr was reingebt und schaut, ob es anfängt zu sprudeln. Ja, ihr könnt natürlich auch das Ganze mit einem Temperaturmesser, also mit einem Thermometer heißt das Zeug, messen. Ungefähr 160 Grad ist da richtig. Oder aber ihr nehmt einfach ein Stäbchen aus Holz. Ich behalte immer ganz gerne vom Chinesen hier die Holzstäbchen und die steckt ihr rein. Und wenn das daran anfängt hoch zu sprudeln, dann ist das Öl richtig heiß und könnt ihr anfangen zu frittieren. Ja. Tipp Nummer 3, macht den Topf nicht ganz so voll wie ich. Tipp Nummer 3 ist, frittiert in kleinen Portionen. Frittiert das Hähnchen wirklich in kleinen Portionen, nicht 2, 3 Portionen auf einmal reinpacken, damit ihr das Öl einfach nicht überlastet. So, und wenn ihr dieses Video bis hierhin geguckt habt, dann seid ihr schon richtig weit gekommen. Das freut mich sehr. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn ihr jetzt noch ein Abo da lasst und die Glocke drückt. Weil nur wenn ihr die Glocke drückt, dann kriegt ihr immer eine Nachricht, wenn wir hier ein neues Video machen mit vielen Tipps, mit leckeren Rezepten. Ja, das freut uns. Was ich noch sagen wollte, also einfacher zum Rausholen ist das nicht mit so einer Zange, sondern hier mit so einem, was ist das? Ein Schopfbums, Schopfkelle. So, das Öl ein bisschen abtropfen und dann auf den Küchenkrepp drauf. Und noch nicht ausmachen, wir brauchen das gleich nochmal. Das Ding wird zweimal frittiert. Wir frittiert es. Wir nehmen einfach unser Hähnchen nochmal und geben es nochmal ins heiße Frittierfett. Nochmal ungefähr für 1,5 Minuten, je nachdem wie heiß es ist. Es soll nicht schwarz werden, es soll nur zweimal frittiert werden. Richtig schön knusprig. Und während wir hier jetzt das Hähnchen ein zweites Mal frittieren, zeige ich euch jetzt, wie man eine sehr, sehr leckere Soße macht. Und dazu brauchen wir als erstes Butter und die lassen wir jetzt erstmal in der Pfanne aus. So, wenn dann die Butter geschmolzen ist, geben wir ein bisschen Ahornsirup hinzu. Ungefähr einen Teelöffel oder ein bisschen mehr, je nachdem, wie ihr das mögt. Etwas Salz. Bisschen Zitronensaft. So vielleicht 2 Teelöffel. Und für die Schärfe, je nachdem wie scharf ihr das mögt, die Chiliflocken. Das mal alles schön verrühren. Einmal kurz aufkochen lassen, dann ist unsere Soße fertig. So, das Hühnchen ist fertig. Die Soße ist fertig. Die Waffeln sind fertig. Sehr gut. Wenn du Chicken Waffles selbst zubereitest, ganz ehrlich, lass deiner Kreativität freien Lauf. Du kannst hier die Geschmäcker variieren. Bau in deine Waffeln was anderes rein, wie Käse, so wie du Lust hast. Mach süße Waffeln, wie auch immer. Versuche verschiedene Fleischsorten auszuprobieren. Oder wenn du Vegetarier bist oder Veganer, kannst du natürlich auch Tofu frittieren. Variier die Toppings. Ahornsirup, Honig, Puderzucker, da, bei den Soßen kannst du machen, was du willst. Ne? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr kocht dieses super leckere Rezept nach. Bis denn dann, euer Jens.